Das Freiwilligenprojekt in Portugal. Julia ist 25 Jahre alt und hat gerade ihr Studium in Umweltwissenschaften abgeschlossen. Sie spürt den Drang, etwas Sinnvolles zu tun, bevor sie ins Berufsleben startet. Als sie von einem Freiwilligenprojekt in Portugal erfährt, das sich mit dem Schutz von Meeresökosystemen beschäftigt, ist sie sofort interessiert. Kurze Zeit später meldet sie sich an. Mit etwas Lampenfieber landet Julia in Lissabon. Die Stadt strahlt Wärme und Lebensfreude aus. Sie soll sich erst 2 Tage akklimatisieren, bevor sie ins Projektgebiet fährt. Sie wohnt in einem kleinen Hostel und lernt andere Reisende kennen. Zusammen essen sie Pastel de Nata, die berühmten portugiesischen Törtchen, und schlendern durch die Altstadt. Nach 2 Tagen geht es für Julia weiter in eine kleine Küstenregion bei Peniche. Dort wird sie in einem Haus mit anderen Freiwilligen untergebracht. Das Meer ist rau, die Felsen sind steil. Julia ist fasziniert von der wilden Landschaft. Sie stellt sich vor, wie sie an diesem Ort die Natur erforschen und schützen wird. Das Freiwilligenteam besteht aus etwa 10 Leuten aus verschiedenen Ländern: Spanien, Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Brasilien und natürlich Portugal. Alle sprechen Englisch miteinander. Manchmal mischt sich etwas Portugiesisch dazu. Die Projektleiterin Sophia begrüßt Julia herzlich und erklärt die Ziele: Strandsäuberungen, Meeresbeobachtungen und Workshops mit Kindern. In den ersten Tagen lernen die Freiwilligen, wie sie Müll am Strand identifizieren und richtig sortieren sollen. Julia staunt, wie viel Plastik und Unrat an einem einzigen Strandabschnitt liegen kann. Gemeinsam sammeln sie Flaschen, Tüten, Netze. Danach werden die Daten dokumentiert, um Statistiken zu erstellen. Julia ist überrascht. Das ist eine Menge Arbeit, aber es fühlt sich gut an, etwas zu tun. Portugal ist zwar sonnig, aber am Atlantik kann das Wetter schnell umschlagen. Mal ist es heiß, mal weht ein starker Wind. Julia merkt, dass sie manchmal friert, obwohl sie Sommerkleidung anhat. Die Wellen sind gewaltig, Surfer freuen sich, doch Julia findet es ein bisschen unheimlich. Trotzdem fasziniert sie die Kraft des Meeres. Eines Morgens darf eine kleine Gruppe Freiwilliger mit einem Forschungsboot hinausfahren, um Delfine zu beobachten und Proben zu sammeln. Julia ist aufgeregt, sie hat noch nie so weit draußen im Meer gewesen. Als sie Delfine sieht, schlägt ihr Herz höher. Die Tiere schwimmen spielerisch neben dem Boot und springen aus dem Wasser. Ein unvergessliches Erlebnis, denkt sie. Abends kochen die Freiwilligen oft zusammen. Ein Franzose bereitet Crepes zu, eine Brasilianerin macht Feijoada. Julia versucht, einen Apfelstrudel zu improvisieren, was nicht ganz gelingt, aber alle loben ihre Mühe. Diese multinationale Atmosphäre gefällt ihr sehr. Sie tauschen Reisegeschichten und Lebenspläne aus, lernen voneinander. Ein wichtiger Teil des Projekts ist die Bildung. Julia und Sophia besuchen eine kleine Grundschule im Ort. Sie erklären den Kindern, warum Müll in den Ozeanen gefährlich ist. Die Kinder stellen viele Fragen und erzählen, was sie selbst schon an Plastik am Strand gefunden haben. Julia ist gerührt. Kinder verstehen oft viel schneller, wie wichtig Umweltschutz ist. Manchmal ist die Arbeit auch anstrengend, besonders wenn sie lange am Strand Müll einsammeln oder wenn das Wetter schlecht ist. Julia bekommt Muskelkater vom vielen Bücken, doch im Team motivieren sie sich gegenseitig. Ein Kollege sagt: Jeder Sack Plastik, den wir entfernen, ist ein Erfolg. Nach einigen Wochen hat Julia eine Routine entwickelt. Morgens früh aufstehen, gemeinsames Frühstück. Dann geht's an den Strand oder auf Infostände in der Stadt. Mittags eine kleine Pause. Abends Daten auswerten oder an einem Workshop teilnehmen. Manchmal ist sie müde, doch sie spürt, dass sie hier Sinnvolles tut.
Im Team entstehen Freundschaften. Julia verbringt viel Zeit mit Maria aus Spanien. Sie haben ähnliche Interessen und reden auch über persönliche Themen. Abends sitzen sie oft am Lagerfeuer am Strand, schauen in den Sternenhimmel und tauschen Gedanken über Zukunft und Träume aus. Julia genießt diese Offenheit. An einem freien Tag beschließt das Team, einen Ausflug in die historische Stadt Óbidos zu machen. Sie ist bekannt für ihre Stadtmauer und den Kirschlikör Ginja. Julia ist begeistert von den engen Gassen, den weißen Häusern mit bunten Blumen. Natürlich probiert sie Ginja in einer Schokoladentasse. Dieser Tag ist eine willkommene Abwechslung. Als Julia eines Morgens am Strand arbeitet, begegnet sie einem Einheimischen, der ihren Einsatz kritisiert. Ihr kommt aus dem Ausland und denkt, ihr könnt hier alles besser machen. Julia ist verwirrt und etwas verletzt. Sie versucht zu erklären, dass sie nur helfen möchte, aber der Mann schimpft weiter. Sophia beruhigt sie später. Manche Menschen haben Vorurteile. Bleib geduldig. Trotz einiger negativer Stimmen gibt es auch viele positive Rückmeldungen. Anwohner bedanken sich, Touristen sind beeindruckt und machen mit. Die Müllmengen am Strand nehmen sichtbar ab. Julia lernt, dass kleine Schritte im Umweltschutz große Veränderungen bewirken können. Diese Erkenntnis beflügelt sie, weiterzumachen. Eines Tages finden sie einen toten Vogel, der sich in einem Plastiknetz verfangen hat. Julia ist tief bestürzt. Sie fotografiert die Szene, um sie als Warnung in Schulworkshops zu zeigen. Dieses Erlebnis bestätigt ihren Einsatz für saubere Meere. So etwas darf nicht weiter passieren, sagt sie entschieden. Nach 5 Wochen im Projekt merkt Julia, wie schnell die Zeit vergeht. Bald muss sie nach Deutschland zurückkehren. Sie hat viel gelernt, nicht nur über Umwelt- und Naturschutz, sondern auch über zwischenmenschliche Kontakte, über sich selbst, über Portugal. Sie fühlt sich reicher an Erfahrungen. Beim letzten Strandtag verabschiedet sie sich vom Meer. Sie fühlt Dankbarkeit für die vielen schönen Momente, die Delfine, die Sonnenuntergänge. Das Team plant eine kleine Abschiedsparty. Jeder bringt etwas mit. Fotos, Erinnerungsstücke, Musik. Julia realisiert, wie eng sie mit den anderen Freiwilligen zusammengewachsen ist. Der letzte Abend ist emotional. Sie tanzen zu portugiesischer Musik, lachen, erzählen Anekdoten. Sophia hält eine kleine Rede und bedankt sich für den Einsatz aller. Julia bekommt ein Zertifikat und eine handgeschriebene Karte von den Kindern. Es fließen ein paar Tränen. Sie verspricht, wiederzukommen. Am nächsten Tag fliegt Julia zurück nach Deutschland. Ihre Familie erwartet sie am Flughafen. Sie spüren sofort, dass sie gereift ist. Julia hat nun Lust, weiter im Umweltbereich zu arbeiten. Sie denkt, vielleicht finde ich einen Job, der die Welt ein kleines Stück besser macht. Im Gepäck hat sie nicht nur Souvenirs, sondern auch viele Fotos, Erinnerungen und einen neuen Blick auf das Leben.